Als nächstes machen wir weiter mit dem Boom 4. Auch hier schauen wir uns wieder an, wie können wir das Rad optimal auf den Fahrer anpassen. Wieder mit der Sitzposition, der Lenkerposition, genauso wie mit der Position der Griffe und wie wir auch hier die Griffe wieder optimal von der Griffweite her an den Fahrer anpassen. Auch beim Boom 4 haben wir wieder zwei verschiedene Sitzpositionen, die wir anwenden können. Einmal die Beginner-Variante und einmal die fortgeschrittene Variante. Beim Boom 4 ist der Unterschied, hier reicht es schon in der Beginner-Variante, wenn wir mit den Zehenspitzen auf den Boden kommen, um einen sicheren Stand zu haben, wenn wir eine Pause machen möchten. Können aber, wenn wir schon sportlicher fahren oder erfahrener sind, den Sattel ruhig noch etwas höher stellen, sodass wir das Bein fast, aber auch wirklich nur fast gerade durchgestreckt haben in einer 6 Uhr Stellung. Mal wieder drauf. Und wenn wir jetzt hier auf das Bein gucken, sehen wir, es ist noch leicht angewinkelt, noch nicht durchgestreckt, aber der Winkel ist nicht zu groß. Wir können hier sehr viel Kraft aufs Pedal aufbringen und können am angenehmsten fahren. Nachdem wir jetzt den Sattel optimal eingestellt haben, gehen wir weiter zum Lenker. Wichtig beim Lenker auch, genauso wie beim Dreier, die Arme dürfen nicht komplett durchgestreckt sein, wie wir jetzt hier bei ihm sehen, sondern sie müssen auch hier leicht angewinkelt werden. Wie können wir den Lenker also verstellen beim Boom 4? Wir brauchen auch wieder einen 5er Imbus. Wir haben hier einen Varius-Stem verbaut. Dieser bietet den Vorteil, dass das Fahrrad mit dem Kind mitwachsen kann. Das machen wir, indem wir die Schrauben hier aufdrehen von den beiden schwarzen Klemmen. Lösen diese auch hier leicht an. Wir brauchen sie nicht ganz rauszuschrauben und können jetzt die komplette Position des Lenkers verändern. Drücken ihn jetzt hier etwas runter. Und wichtig, immer wenn wir den Lenker über die Klemmen verstellen, müssen wir den Lenker vom Winkel her auch wieder anpassen. Der Lenker muss immer horizontal zum Boden stehen. Dafür gibt es eine Hilfslinie auch hier vorne am Lenker drauf, an der man sich gut orientieren kann. Wir richten dann den Lenker dementsprechend horizontal aus und schrauben die beiden Schrauben mit dem 5 mm Imbus wieder zu. Wichtig, sie wirklich fest genug anzuschrauben, sonst könnte sich auch hier der Lenker in der Position lösen und das könnte zum Sturz führen. Also immer feste die Schrauben anziehen. Haben wir das gemacht und den Lenker verändert in der Position, sehen wir jetzt, dass der Arm schon eine schöne kleine Biegung hat, was einfach für ein sicheres Lenkgefühl sorgt, um sicher Fahrrad fahren zu können. Selbes Spiel auch wie beim Dreier, der Bremshebel. Wir müssen natürlich jetzt auch den Bremshebel wieder anpassen. Wir fangen mal an, schauen mal, greifen mal an die Bremse. Hier brauchen wir eine ziemlich gerade Linie. Die ist hier jetzt schon fast gegeben. Wir können sie noch, um ein bisschen optimaler zu gehen, den Hebel noch etwas weiter nach oben stellen. Das machen wir wie folgt. Hier gibt es eine Besonderheit. Wir haben noch den Schaltgriff dabei. Diesen müssen wir erst anlösen, da wir sonst den Bremshebel nicht verstellen können. Das machen wir mit einem 3 mm Imbusschlüssel. Die Schraube, die wir anlösen müssen, befindet sich unter dem Drehgriff. Lösen diese leicht an, können dann den Hebel hier schön verstellen. Stellen jetzt mal in diese Position, wo wir auch immer darauf achten sollten, dass wir die Anzeige mit den Gängen dann schön sehen können, während wir fahren und schalten. Haben wir das gemacht, gehen wir jetzt auch hier wieder mit einem 5 mm Imbus her und lösen die Schraube an vom Bremshebel und können diesen dann weiter nach oben drehen. Das machen wir natürlich auch auf der Vorderradbremse so, da beide Bremsen immer in dem gleichen Winkel stehen sollten. Super. Und jetzt sehen wir, wir haben wirklich eine schöne gerade Linie und genau das ist, worauf wir hinaus wollten. Was wir jetzt als letzten und finalen Step noch machen können, ist, wir können die Griffweite von der Bremse noch einstellen. Sprich, wie weit ist der Bremshebel zum Griff weg? Soll er näher dran? Soll er weiter weg? Um einfach die Bremse nochmal auf die Hand des Fahrers anzupassen. Wie machen wir das beim Boom 4? Wir haben nicht mehr dieses kleine Drehrädchen, sondern wir haben hier an derselben Stelle eine Kreuzschraube. Wir brauchen also einen Kreuzschraubendreher. Und wenn wir die Schraube jetzt weiter reindrehen, stellt sich auch der Bremshebel näher an den Griff. Drehen wir die Schraube weiter raus, stellt sich der Bremshebel weiter weg vom Griff. Haben wir das alles gemacht? Sind wir ready zum Fahrradfahren? Und düsen los!